Millionen Camper und Wohnmobilisten sind betroffen von diesem Gesetz, was 2024 in Kraft getreten ist. Ab 2025 wird das Ganze ernst. Ob es dich betrifft, ob es uns betroffen hat, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran, viel Spaß, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Wir sind zu Gast bei Tools to Camp. Wir waren dran mit unserer Gasprüfung am Wohnmobil, denn es hat sich einiges geändert. Wir haben ja, wie ihr wisst, unsere Tankflaschen verbaut. Tools to Camp, Tommy hat unsere Anlage geprüft nach, wie heißt das? Arbeitsplatz G607. Arbeitsplatz G607. Er kennt sich damit aus als mobiler Gasprüfer und da gibt es ein bestimmtes Gesetz, was 2024 auf dem Markt, kann man nicht sagen, was in Kraft getreten ist. Die vorgeschriebene Gasprüfung wurde ja ausgesetzt. Wir haben sie trotzdem gemacht, denn uns ging es ja nicht um die Kosten, sondern um unsere eigene Sicherheit. Ob wir mit einer rollenden Bombe unterwegs sind oder nicht, ist ja unsere Geschichte. Wir sind ja drin in dem Wohnmobil und wir schlafen ja auch drin in dem Wohnmobil. Ab jetzt ist es gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt für uns, wir müssen unsere Anlage nach gesetzlichen vorgeschriebenen Richtlinien prüfen lassen und das natürlich auch bestätigen. Und damit haben wir auch einige Neuerungen, die jetzt per Gesetz 2024 in Kraft treten und 2025 aktiv sind. Genau. Ja, das heißt, man hat noch so eine, wie nennt man das? Das ist eine Übergangsfrist. So eine Übergangsfrist von 2024, 19. Juni 2024 bis zum 19. Juni 2025. Ab dem 19. Juni 2025 wird das Ganze ernst. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Ja, um was für ein Gesetz handelt es sich da? Ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe null davon, ich habe das gehört, ich habe es mal gelesen. Was steht denn da genau alles drin? Tommy ist eine kompetente Fachkraft für uns. Tommy hat heute unsere Gasprüfung gemacht und da haben wir gesagt, wir sind jetzt fertig, rein ins Wohnmobil, in die Wärme. Die Heizung funktioniert, den TÜV haben wir bestanden oder haben wir bekommen. Du bist anerkannter Gasprüfer nach DVFG. Sachkundiger nach DVFG. Ein anerkannter, sachkundiger Prüfer nach DVFG bist du. Was, lieber Tommy, was steht in dem Gesetz, in dem Bundesgesetz drin, was 2024 in Kraft getreten ist? Also es ist eine Erweiterung der Straßenverkehrszulassungsordnung. Hier ist eben ein neues Bundesgesetzblatt erschienen, was im Prinzip dort auch aufgenommen wurde als Gesetz. Das haben wir hier, ist im Juni erschienen schon. Und damit ist eben festgelegt, dass die Gasprüfung jetzt alle 2 Jahre gesetzlich vorgeschrieben ist. Also quasi wie der TÜV, bloß eben für die Gasprüfung. Es ist diese Aussetzzeit, die ist vorbei. Also man kann heute nicht mehr entscheiden, ich mache jetzt eine Gasprüfung, ich mache keine. Das ist einfach jetzt notwendig, dass alle 2 Jahre regelmäßig geprüft wird und das auch kontrolliert wird. Okay. Für wen ist das Gesetz? Weil wir haben ja gesagt, es betrifft alle Camper, alle Wohnmobilisten. Es sind wahrscheinlich Millionen, die die Gasprüfung in den letzten 2, 3, 4 Jahren, das ging seit Corona, wo das ausgesetzt wurde, ne, 22, nicht betroffen oder das auf die leichte Schulter genommen haben. Wen betrifft das? Also eigentlich alle Campingfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile, ich sag mal sämtliche Wohnanlagen oder irgendwas, Tiny Häuser, alles was irgendwo Räder hat, was wegfahrbar ist. Aber auch, ich sag mal, diese Regelung wird auch in anderen Bereichen umgesetzt, ob das gewerbliche Bereiche und so weiter sind. Ja. Also ja, also es Sicherheit steht an betrifft jetzt im Grunde genommen
wenn ich das richtig jetzt, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, äh, alle Campingfahrzeuge oder jedes Campingfahrzeug, was Räder hat und die eine Gasanlage verbaut haben. Richtig, alle Freizeitfahrzeuge. Alle Freizeitfahrzeuge, die eine Gasanlage verbaut haben. Das betrifft Wohnanhänger, Tiny-Häuser, das betrifft auch Mobilheime. Ne, das betrifft Wohnanhänger, die auf dem Campingplatz stehen. Dauercamper auch. Es betrifft Wohnmobile sowieso, weil wir sind ja im Straßenverkehr unterwegs. Also es betrifft im Grunde genommen alle. Deswegen natürlich auch Millionen, liebe Freunde. Unabhängig davon, ob die Gasanlage benutzt wird oder nicht. Ach, das ist noch... Ja, es gibt ja immer noch welche, die sagen, ich benutze meine Gasanlage nicht oder ich habe gar keine Gasflaschen drin, also setze ich die nicht ein. Ist trotzdem notwendig. Ist trotzdem notwendig. Unabhängig davon, ob ihr die Gasanlage in eurem Camper benutzt oder nicht, ist das Pflicht. Das ist in Kraft getreten 2024. Richtig. Das ändert sich für unsere Zuschauer, für uns alle, für uns Camper ab 2025. Ja, ganz einfach, dass die Gasprüfung Pflicht ist und ich mir darauf achten sollte, dass die entsprechend auch innerhalb den 2 Jahren in der Frist aktuell ist. Mhm. Ja, also wie gesagt, es wird jetzt demnächst auch kontrolliert. Es soll auch Bußgelder geben, die in entsprechender Höhe gestaffelt dann verlangt werden, wenn die Gasprüfung eben nicht aktuell vorliegt. Das ist sozusagen wie beim TÜV, wenn ich 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate überschritten habe, steigt natürlich das Bußgeld. Ja, genau. Und teilweise höher, also teurer, als was so eine Gasprüfung vielleicht kostet. Von uns aus gesehen ist das ja, finden wir das okay, weil es ist unsere Sicherheit, das ist natürlich auch die Sicherheit von uns allen Campern, wenn wir auf dem Wohnmobilbestellplatz stehen oder auf dem Campingplatz stehen, dass wir zumindest keine tickende Zeitpumpe sind, sondern dass unsere Gasanlage wunderbar funktioniert. Wie findest du das als sachkundiger Gasprüfer mit diesen Bußgeldern? Ja, es finde ich eigentlich mehr oder weniger wie jedes Bußgeld, Ordnungsgeld, eine Erziehungsmaßnahme. Ja. Also ich sage mal, klar muss es jeder selber entscheiden, das ist seine eigene Sicherheit. Aber ich sage mal, ob jetzt so eine Gasprüfung 30, 40, 70, 80 kostet, je nachdem, da gibt es verschiedene Preise. Es ist nichts, ich sage mal, mit dem Geld bezahlbar, was die eigene Sicherheit betrifft. Die eigene Sicherheit ist immer mehr wert. Ja, da gebe ich Tommy recht. Ja. Ne, die eigene Gesundheit, die Gesundheit unserer Mitcamper steht weit über dem als die Gasprüfung an sich. Die Bußgelder natürlich, Erziehungsgeld wie überall auch. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Jahren regelmäßig unsere Gasprüfung gemacht an unserer Anlage. Wie gesagt, schon alleine aus unserer eigenen Sicherheit heraus und natürlich auch, um zu sehen, funktioniert alles, passt alles, wie es so ist. Gas war noch hin, Gas war noch her. Ne, das Teil kann ja auch explodieren, wenn keiner drin ist. Haben wir alles schon erlebt. Ab 2025 wird es dann ernst. Das heißt, wenn die Plakette abgelaufen ist, dann drohen Bußgelder. Es gibt natürlich noch ein weiteres Argument, also es gibt jetzt schon Informationen, dass einige Campingplätze auch den Zugang verwehren zum Campingplatz, wenn keine gültige Gasprüfung vorliegt. Also da habe ich jetzt schon 5 Mann gehabt, die mir das berichtet haben von verschiedenen. Die mussten das nachweisen, ja? Ja, das ist ganz einfach auch so. Manche Campingplätze haben jetzt neuerdings einen Gasprüfer, die machen dann die Gasprüfung vor Ort, aber zum 10-fachen Preis oder 5-fachen Preis, keine Ahnung, jedenfalls sehr teuer. Und wenn ich gebucht habe auf den Campingplatz, was mache ich? Fahre ich wieder heim oder bezahle ich dort die Gasprüfung vor Ort? Ja. Na, das muss jeder selber entscheiden. Also ihr seht, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, die Gasprüfung, wenn die euch dann nicht auf den Platz lassen, weil sie überschritten ist, weil die Zeit abgelaufen ist, wie Tommy schon sagt, dann kommt dort der mobile Gasprüfer, der das 3-, 4-, 5-fache verlangt. Logisch, weil ihr ja auf diesen Platz wollt, weil ihr gebucht habt und Urlaub machen wollt. Das ist natürlich dann nachfrageregelten Preis. Das ist natürlich ganz normal. Ja,
Na, ich habe eine Zwangssituation. Du hast Ich habe einen Zwangs- gebucht, ja, will dort ja. rein und da sagt, zeig Ja. mal her. Ja. Und Gasprüfung nicht aktuell. Da sagt er, nur. Also wir haben Ja. versicherungsrechtliche Bedingungen, wo das jetzt vorgeschrieben ist, dass im Prinzip das so ist. Ja. Das kann auch jeder Campingplatz selber entscheiden. Jeder hat Hausrecht. Ja, Und ja. wenn der euch nicht drauf lässt auf dem Campingplatz, was macht er? Ja. Fährt er im Ort rum, sucht Ja. den nächsten Gasprüfer, der sowas macht. Wochenende immer gut. Ja. Hat jeder Zeit. Ne? Das stimmt, Oder das man stimmt. lässt vom Campingplatz machen. Wenn Ja. die einen befähigten Sachkundigen haben, der macht natürlich die Gasprüfung. Ja. Aber da wird es nicht zu so einem Preis machen wie vielleicht ein anderer Gasprüfer. Ja. Ihr seht es, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde. Tommy spricht mir aus den Gedanken. Das ist natürlich, die Nachfrage regelt im Endeffekt den Preis. Du bist ja auch mobiler Gasprüfer, betreust uns schon ja viele Jahre sind wir unterwegs. Also wir sind Stammkooperation mit Tommy, weil ganz einfach Qualität, Quantität und natürlich das Drumherum für uns am besten gefällt. Du bist ansässig jetzt als mobiler Gasprüfer in Gera. Und du machst im Grunde genommen einen Umkreis von bis. Ja, von ca. 50 Kilometern fahre ich hin. Also wie gesagt, es kommt auch immer an, wo der Kunde gerade ist. Wir haben ja in Gera auch Stellplätze hier, wo der Kunde eventuell mal steht oder im Nachbarort. Da ist natürlich bis 20 Kilometer fahre ich da auch umsonst hin. Ansonsten muss man eben drüber reden, was kostet die Anfahrt. Ja. Ja, ansonsten bin ich aber mobil, Ja. fahre auch dorthin. Wir sind doch selber mit dem Wohnmobil ständig unterwegs und stehen auf irgendwelchen Stellplätzen in Deutschland. wo man Als, wie gesagt, dann auch die Gasprüfung wenn ihr übernimmt. wenn ihr das seht, mobiler Gasprüfer, Tools to Camp, Tommy an, macht einen Termin aus. Tommy ist immer kurzfristig auch für eine Aktion zu haben an eurem Wohnmobil. Wenn es sich im Rahmen hält, sagen wir es mal so. Er macht euch die Gasprüfung natürlich auch vor Ort auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz, wo ihr gerade seid. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, Tommy hat ja bei uns heute die Gasprüfung gemacht. Wie ihr wisst, haben wir ja die Gastankflaschen verbaut. Mittlerweile schon seit 8 Jahren ist das. Das werden wir hier mal mit verlinken, das Video, wie wir zufrieden sind, ob sich die Einsparung lohnt, werden wir alles mal mit verlinken, könnt ihr euch schon mal anschauen. Wir haben da mal eine Kostenaufrechnung gemacht. Du baust ja Gastankanlagen ein. Ja. Gastankflaschen ein. Gastankflaschen. Unsere Anlage ist ja ein bisschen älter. 8 Jahre. 8 Jahre. Was müssten wir verändern? Oder welche Vorschriften gibt es, die mit unserer Anlage nicht so konform waren? Ja, es gibt ein paar Änderungen, es hat sich viel geändert, ne, im Detail, aber das Wesentliche ist eben, dass die Flaschen irgendwann nach 10 Jahren, genauso wie Schläuche und Regler, nach 10 Jahren mal getauscht werden müssen. Ja, da Ja, sind also wir dran. In 2 Jahren. In 2 Jahren müssen wir die Flaschen tauschen, eventuell auch die Schläuche, die sind Ja. ja zur gleichen Zeit reingekommen, dann sind die auch über 10 Jahre alt oder eben nach 10 Jahren sollten dann die Schläuche, Regler, vielleicht auch die Do-Control muss getauscht werden. Ja, ja. Das sind noch eine ältere, die du hast und im Prinzip dann die Flaschen sowieso. Ja. Also kann man dann alle 10 Jahre schon damit rechnen, dass man entsprechend die Sachen austauschen muss. Was man natürlich in der herkömmlichen Gasanlage natürlich auch hat. Ne? Da muss Genau, man ja die genau. Druckminderer tauschen nach 10 Genau, Jahren, nur die Regler eben, ne? die Schläuche, die Regler und so genau, weiter. Ja. genau. Ist ja bei unserer auch so. Es gibt ja jetzt noch Vorschriften für unsere Anlage, die mit dem neuen Gesetz oder mit der neuen Vorschrift hier in Kraft getreten sind. Was ist das? Ja, die von neuen Verordnungen, die besagen eben, dass die Flasche werkzeugfrei entnehmbar sein muss und da man bestimmte technische Änderungen vornehmen muss. Ab nächstes Jahr kommt so eine Schnelltrennkupplung, wird Vorschrift werden, die vor jede Tankflasche geschraubt werden muss. Die muss man natürlich ergänzen. Es gibt auch keinen Bestandsschutz, dass man sagen kann, ich habe sie ja früher eingebaut, brauche ich nicht. Es ist dann trotzdem nachzurüsten. Also die Pflicht besteht. Ich kann mich nicht drauf berufen. Ich habe die Anlage schon 2019 oder 18 eingebaut. Ich habe da noch Bestandsschutz, bis ich das austausche. Nietzsche Wort, das sagen die, nein, das zählt Genau. nicht. Wenn die Vorschrift in Kraft tritt, dann ist das Pflicht. Sollte zeitnah umgerüstet werden, zumindest mit den Schnelltrennkupplungen. Genau, du hast uns das ja eingebaut. An jede Flasche hast du das automatisch mit eingebaut.
diesen Schnellverschluss? Bekommt jeder Kunde bei mir automatisch auch jetzt schon mit eingebaut, weil wenn das ab nächstes Jahr sowieso Vorschrift ist, bauen wir die auch jetzt schon mit ein. Ich zeige es nochmal den Zuschauern, dass sie das sehen. Das geht ganz einfach hier, ratzfatz. Das Muss aber dazu sagen, das ist nicht für einen Kunde selber gedacht, dass er seine Flasche schnell rein und raus nimmt. Das wird eben auch mit einer Sicherung versehen. Das musst du dazu sagen, ja. Ja. Genau, das wird mit einer Sicherung versehen und mit einer Plombe. Ja. Und das ist nur für einen Gefahrenfall, für einen Notfall, damit die Rettungsdienste die Flasche schnell entnehmen können. Ja. Ja. Und das ist nicht dafür gedacht, dass der Kunde oder dass ihr selber die Flasche schnell rein und raus machen könnt. Okay. Ja, die Kupplung ist ständig verplombt. Die wird nicht ständig aufgemacht. Also du baust im Grunde, du hast ja bei uns das so eingebaut mit diesen Sicherungsstift und mit dieser Plombe, Genau. Die kommt hier durch, die wird hier verplombt. So, also ihr könnt die Flasche auch nicht schnell entfernen etc. Macht keinen Sinn. Ist nur für die Feuerwehr, für den Rettungsdienst, für Gefahr in Verzug. Genau. Na? Genau. Okay. Das haben wir jetzt drin. Wir müssen ja trotzdem unsere Flaschen tauschen in zwei Jahren. Genau. Das wirst du sicherlich für uns übernehmen. Kein Kann Problem. ich die alten Flaschen wiederverwenden oder wie ist denn das? Was empfiehlst du uns? Ja, Wir müssen ja alles tauschen. Ja, es gibt eine Tauschmöglichkeit, die in Frage gestellt wird, aber von Alugas, aber das ist noch nicht so spruchreif. Ich kann sie wohl zurückschicken, habe aber den Portoaufwand. Letztendlich, ich spare nicht viel Geld ein gegenüber einer neuen Flasche. Kann ich auch eine neue kaufen, weil ganz einfach dann dem Wertstoff zuführen. Ja. Na. Wir Also haben ja alles noch die andere alten Flaschen mit dem mechanischen Begrenzung. Ja, Füllstandsbegrenzung, Füllstandsbegrenzung. also im Prinzip dieser 80-prozentige Füllstopp. Ihr habt im Prinzip noch einen mechanischen Schwimmer drin. Ja, und jetzt neu gibt es die 2.0 mit elektronischer Füllstandsmessung. Die sind wesentlich genauer. Also ich verbaue nur noch die ganz neuen. Ja. Also werden wir dann diese natürlich für uns Auf auch jeden Fall. mitnehmen. Soweit haben wir das ja geklärt. Wir haben ja unsere Anlage 2018, 2019, glaube ich, war es einbauen lassen. Da mussten wir ja noch viele Sachen eintragen lassen, Vorschriften erfüllen und so weiter. Also das war ein Aufwand dergleichen. Ist das heute auch noch so oder auf was müssen wir uns da einstellen? Wenn ich die Anlage jetzt erneuere, sagen wir es mal so. Also es gibt keine Eintragungspflicht oder ich sag mal Notwendigkeit. Zu jeder Flasche gibt es heute eine Konfirmationserklärung. Natürlich verbaue ich nur Alugasflaschen. Ja. Also es gibt noch andere Anbieter, andere Hersteller, die verbaue ich generell nicht. Ich verwende nur Alugas. Dort gibt es eine Konfirmationserklärung. Hier ist im Prinzip die Seriennummer. Jede Flasche hat eine eingestanzte Seriennummer, die ist hier hinterlegt. Mit CE, mit Zulassung, mit Baumusterprüfbescheinigung und so weiter. Das ist eine Art ABE, ist mitzuführen im Fahrzeug für jede Flasche und das reicht heute völlig aus. Es muss nichts mehr eingetragen werden irgendwie. Das heißt, wenn ich mir eine Anlage bei dir einbauen lasse, eine Flasche, 2 Flaschen, bekomme ich pro Flasche so eine ABE, die ich immer mitzuführen habe. Ich brauche nichts eintragen zu lassen, habe aber weiterhin das gelbe Gasheft, wo die Anlage dann drin steht, auch die Seriennummern etc., wie es hier drauf steht. Genau. Ist das korrekt so? Wird mit eingetragen. Wird mit eingetragen. Ja, zumindest soll es dort mit drin stehen. Ja, okay. Wir haben ja diese Erfahrung gemacht, wenn wir mit unserem Wohnmobil zum TÜV gefahren sind. Das war noch alle 2 Jahre, jetzt müssen wir ja jedes Jahr zum TÜV. War es ja so gewesen, ich bin zum TÜV rein, war das erste, hat er hinten drauf geguckt, gültigen Gasplakette und so weiter, kriege ich TÜV oder macht er TÜV oder macht er kein TÜV. Ist das heute auch noch so, wenn ich zum TÜV hinfahre und habe keinen gültigen Gasplakette dran, dass der TÜV mir die TÜV-Abnahme verweigern kann oder nicht machen kann? Eigentlich nicht mehr, weil wie gesagt, es gibt zwar die noch, ich sag mal, die alte Schiene fahren, aber normal ist jetzt die Gasprüfung nicht mehr TÜV-relevant. Also die Gasprüfung muss unabhängig vom TÜV erfolgen und der TÜV kann auch nicht sagen, ich erteile jetzt keinen TÜV, weil die Gasprüfung nicht vorliegt. Das haben die jetzt entkoppelt? Das ist entkoppelt vom TÜV. Das ist entkoppelt. Genau. Also das ist auch nochmal eine wichtige Information für euch natürlich, die jetzt unterschiedliche Zeiten drauf haben.
mit TÜV und Gasprüfung etc. Schaut ganz einfach mal auf eure Plaketten drauf. TÜV und Gas. Wenn ihr in eine Gasprüfung braucht, könnt ihr ganz einfach anrufen bei Tools to Camp. Wir werden das mal mit einblenden. Der mobile Gasprüfer, ihr seht den Tommy unterwegs in Umkreis von in Gera von 50 Kilometer, kein Problem, wie er gesagt hat. Er kommt natürlich auch zu euch auf den Stellplatz, auf dem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz. Wir haben jetzt einen gültigen TÜV wieder für die nächsten 2 Jahre. Wir müssen uns damit beschäftigen, unsere Anlage, die dann 10 Jahre ist, auszutauschen. Dann kommt der Punkt. Irgendwann kommt der Punkt, Genau. Thomas. Und schaut ganz einfach mal nach. Wie gesagt, unser Video habt ihr sicherlich gesehen. Gastankanlage. Ja, genau. Wir sind begeistert. Wir haben jede Menge Kosten eingespart. Wir haben natürlich auch zu Corona-Zeiten war das natürlich explizit. Wir sind an die Tankstelle rangefahren. Wir konnten Gas tanken und überall gab es keine befüllbaren Gasflaschen. Und da waren wir gut aus dem Schneider. Wir sind an die Tankstelle rangefahren, LPG-Gas getankt. Schaut euch das Video mal an mit dem Mischungsverhältnis, das ist ganz wichtig. Wenn ihr Fragen habt zum Einbau in einer mobilen Gasanlage, also einer Betankungsanlage, wendet euch an Tommy. Hast du jetzt noch was Spezielles? Naja, ich sag mal, es ist nicht unbedingt der TÜV jetzt, es wird immer so als Gas-TÜV beschrieben. Für uns ist das Gas-TÜV, ja. Ist eine ganz normale Gasprüfung, ne? Ja. Nach dem vorgegebenen Arbeitsblatt, was eben hier zugrunde liegt. Aber ich wollte noch mal auf die Vorteile eingehen von so einer Betankungsgeschichte hier. Ne? Es ist einfach so, wie oft bist du denn in Spanien, in Frankreich gewesen, hast nach einer Flasche vorher gesucht? Das ist Noch meistens nie. so. Noch Ja, nie. noch nie, jetzt, ja. Aber in der Regel ist es so, jedes Land hat andere Ja. Flaschen, jedes Land hat andere Anschlüsse. Ist einfach so. Und gerade Spanien ist ganz lustig. Da Ja. musst du einen Vertrag mit einem Energielieferungsunternehmen machen, damit du überhaupt dort eine Gasflasche bekommst Ja. fürs Wohnmobil. Ja. Es ist relativ kompliziert. Es gibt zwar wieder welche, die reichen dir die einfach so durch, aber es ist einfach Urlaubszeit, die verloren geht. Ja, Ja. da hast du recht. Ja. Und das ist einfach so. Und dann hast du jetzt die Flasche, die wird irgendwann leer, musst du wieder abgeben, musst wieder sehen, dass du dein Pfand wieder zurückkriegst. Und in jedem Land der gleiche Spaß. Ja, dann hast du 2 deutsche Flaschen mit, die sind nur leer. Du kaufst im Ausland eine andere Flasche, musst Pfand bezahlen, hast 2 leere Flaschen im Kofferraum oder in der Heckgarage stehen. Nimmt alles Platz weg. Das kennen wir nicht. Ja, eben, aber Das- so ist der normale Zustand. Ja, Ne? das Zum kennen Schluss wir fährst du, nicht. Ja, wenn du ja. 3, 4 Länder warst, hast 3, 4 verschiedene Flaschen vielleicht. Ja. Wenn du ein halbes Jahr, ein Vierteljahr unterwegs bist, dann fährst du hier leere Flaschen spazieren Ja. und unterwegs musst du dann wieder sehen, dass du wieder losbekommst. Ja. Den ganzen Spaß hast du weg. Ist nicht Du mehr. fährst an die Tankstelle, schraubst den notwendigen seht's. Adapter drauf, tankst voll, fertig. Ihr seht es, liebe Wohnmobilfreunde, wir kennen das nicht, weil Tommy mich gefragt hat. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir fahren in das Land rein, dann schaue ich nach, in welchem Land sind wir. Ich schraube meinen Adapter drauf, das war's. Ob das Polen, Irland, Dänemark, Niederlande, Spanien, Frankreich, Italien ist egal. Da kommt der Adapter drauf, da wird Gas getankt und Ruhe ist. Habe ich in den letzten Jahren nie das Problem. Deswegen ist das für uns aus dem Sinn, wirklich komplett aus dem Sinn, weil mich Tommy gefragt hat. Aber die Probleme haben viele Camper tatsächlich. Ja, es ist auch noch Folgendes. Es ist ja meistens so, ich habe Gasflaschen übers Jahr drin, fahre die, mache die leer oder irgendwo halb voll. Jetzt will ich einen großen Urlaub unternehmen. Was mache ich denn? Füll nach. Ja, füll nach. Du füllst nach. Ja. Der normale Camper nimmt die Flasche, gibt sie halb voll zurück, Haben sagt, wir ich nehme früher lieber eine gemacht, volle mit, ja. weil dann bin ich safe, habe im Prinzip eine volle Flasche dabei. Haben Er wir verschenkt früher. aber eine halbe Flasche. Genau so. Und Genau so. der Gasfüllbetrieb, der freut sich, brauche ich bloß die Hälfte auffüllen. Ja. Ne? Die normalen Flaschen werden ja auch wieder gefüllt. Genau. Ne? Das war Aber natürlich auch unser Problem früher. Und Ja. so hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, ich habe halb voll. Gibt ja auch eine schöne Anzeigen jetzt neuerdings, alles digital per App und Mhm. so weiter. Sage ich habe halb voll, jetzt fülle ich einfach nach und fahre dann in Urlaub, habe ich Ja. immer voll. Ja. Das kannst du mit einer Wechselflasche nicht machen. Ja, das hatten wir früher das Problem, das kennen wir noch, weil wir ja Wintercamper sind. Man hat teilweise eine halb volle Flasche
eingetauscht. Genau. Ich habe natürlich einen Gasbefüller damals gehabt, der hat mir dann die Flaschen gewogen und nachgefüllt und dann das berechnet. Geht natürlich auch. Diese Befüllstationen werden aber immer seltener für Tauschflaschen. Habe ich mitbekommen, die lassen nach, die alten sterben aus, haben wir mitbekommen. Wir haben die Gasanlage jetzt drin, schon seit Jahren. Schaut es euch ganz einfach mal an, unsere Videos dazu, auch der Kostenvergleich. Und wie Tommy jetzt schon sagte, die Annehmlichkeiten haben wir teilweise schon vergessen. Das lohnt sich wirklich, weil, wie gesagt, man muss eben immer sehen, klar, es ist eine Anfangsinvestition. Wenn ich sage, ich baue mir jetzt die Flaschen ein, das kostet Geld. Das ist nicht irgendwo, ne, der Einbau kostet Geld, die Flaschen kosten Geld. Ich brauche vielleicht noch neue Schläuche oder vielleicht irgendwo noch neuen Regler, Duo Control oder was weiß ich was. Es gibt ja alles Mögliche oder eine Fernanzeige. Das kostet erstmal Geld. Aber ich weiß den Komfort zu schätzen. Und es ist einfach so, es kommt wieder. Und man muss immer sehen, hast du im Urlaub 3 Tage Zeit, da gebe ich dir vollkommen recht, mit solchen Spaß deinen Urlaub zu verbringen, oder nutzt du lieber die 3 Tage für deinen Urlaub? Der ist ja begrenzt im Jahr. Also, was ist wichtiger? Und das ist ja das Schöne, wenn wir unterwegs sind. Ich habe das so im Gefühl, auch im Wintercamping, dann sage ich ganz schnell zu Viola, schau mal bitte nach, wie unser Gasstand ist. Und dann sagt die, also die eine Flasche ist leer, die hat schon, das Duo Control hat schon umgeschalten, wir sind schon auf der anderen Flasche. Dann fahre ich ganz einfach raus, betank die Flaschen wieder nach und gut ist. Ne? Die Annehmlichkeiten, da gewöhnt man sich sehr schnell dran und vergisst im Grunde genommen die Unannehmlichkeiten, die man damit hat. Und das ist eigentlich der Mehrwert für uns gewesen, nicht das Finanzielle, sondern der Mehrwert. Das Finanzielle ist natürlich auch ein Aspekt. Mit den Gaspreisen, überall wurde es erhöht, teilweise kosteten die Flaschen ja über 30 Euro. Teilweise schon. Wir haben damals, ich kenne Zeiten, da haben wir 16 Euro bezahlt für eine 11 Kilo Gasflasche im Tausch. Dann waren wir bei 19,90 Euro. Dann waren wir bei 25 Euro und zu Corona-Zeiten habe ich dann gehört, da waren die Flaschen teilweise 30 Euro und mehr. Ja, es gibt jetzt Campingplätze, die verlangen 50 Euro für eine gefüllte Flasche. Im Tausch. Kennen wir nicht weil ganz einfach, die nutzen natürlich die Notsituation aus, der Camper, ich brauche jetzt dringend Gas. Ja gut, dann kriegst du aber keine Flasche für 25 oder 28 Füllungen, ich brauche da bezahlst du 50. Und Wintercamping? Dann ist das Gas auch schneller alle. Ja, liebe Zuschauer, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, das war es ganz einfach mal gewesen von einem Gesetz, von einer Vorschrift, die 24 in Kraft getreten ist, wo es 2025 ernst wurde ein angenehmes Plausch. Wir bedanken uns bei Tommy, dass er uns mal aufgeklärt hat, dass er uns natürlich wieder Wissen bereichert hat. Schaut ganz einfach mal nach, wenn ihr Tankgasflaschen braucht. Nee, Tankgasflaschen soll man nicht sagen. Wenn ihr ein Problem habt mit der Gasanlage. Eine Erweiterung oder ein Umbau, einfach anrufen, fragen. Die Internetadresse. Und ihr könnt auch über WhatsApp schreiben, dem Tommy. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns bald wieder. Ich denke mal in den nächsten 6, 7 Monaten. Oder vielleicht. Wir sehen uns öfters. Wir sehen uns öfter, 6, 7 Monaten. Ja, ich hoffe ja, dass wir uns öfters sehen. Er ruft immer an, wenn er was Neues hat. Schaut ganz einfach mal im Shop nach. Er hat viele interessante Geschichten. Aus zeitlichen Gründen unserer Sicht kann man immer nicht alles vorstellen, aber wir holen natürlich ständig nach. Schaut ganz einfach mal nach. Wir bedanken uns bei Tommy, dass er uns hier das Ganze ermöglicht hat und dass er uns alle mal aufgeklärt hat. Schaut auf euren Camper, schaut auf euren Wohnwagen oder Wohnmobil. Ist eure Plakette noch gültig? Und wir sehen uns natürlich dann bis dahin auf den schönsten Plätzen der Welt zur Gasprüfung oder bei sonnigen Tagen. Genau. Bis dahin. Viel Spaß, bis dahin. Tschüss. Ja, tschüss.